Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video dieses Podcastes. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2026 und das neue Jahr bedeutet auch neue Playmobil-Artikel, denn der neue Playmobil-Katalog, das erste Heft für 2026, ist auf dem Markt. Also wir wissen, welche Artikel es von Januar bis Juli geben wird und da haben wir eine richtig coole Auswahl mitgebracht. Ich fand schon im letzten Jahr die Playmobil-Artikel wirklich alle richtig, richtig gut. Also ich finde, die haben sich da nochmal ein bisschen positiv entwickelt, also richtig gute Gestaltung, richtig tolle, viele Spielwelten, die wirklich sehr, sehr toll sind. Und wir haben, wie ihr schon auf dem Titelbild dieses Videos sehen könnt, die Ritterwelt wieder mit dabei, die klassische Ritterwelt, die Ritterwelt, die wir spätestens 1993 so sehr geliebt haben, zumindest die Leute, die ungefähr in meinem Alter sind. Also das war ein Riesen-Highlight und jetzt haben wir da ein paar richtig großartige Sets, die ich hier gleich auch nochmal vorstelle. Wir fangen aber an mit den Duo-Packs, denn da gibt es ein paar, die veröffentlicht wurden, 4 an der Zahl. Und zwar gibt es die Hexe und den Zauberer. Sehr, sehr gut gestaltet, muss ich auch wieder sagen. Also einfach sehr, sehr liebevolle Details, eine sehr, sehr coole farbliche Gestaltung auch. Bin da wirklich großer Fan der Entwicklung vom Playmobil. Das trifft auch auf das nächste Set zu, auf das Piratenset. Da gefallen mir die Farben richtig gut und ja, irgendwie fühlt man sich auch wieder ein bisschen wie in den 90ern, weil alles wirklich sehr, sehr schön detailliert ist. Und weiter machen wir mit dem Nashornpfleger und dem Baby. Und nochmal tierisch sind wir hier unterwegs mit dem 4. Set in dieser Duo-Pack-Reihe und zwar Cowgirl mit Fohlen. Darüber hinaus gibt es auch in diesem Kalenderjahr eine neue Figures-Reihe und zwar die Figures-Serie 29 ist hier auf den Markt gekommen. Einmal mit der Produktnummer 72027, das sind die männlichen Figuren, einmal die 72028, das sind die weiblichen Figuren. Und auch bei den Figures muss ich auch wirklich sagen, weiß nicht, was ihr dazu sagt, also gibt keine schlechten Figures-Figuren mehr. Das ist wirklich Weltklasse, was die hier machen. Ich glaube, der Preis ist ein bisschen gestiegen. Generell will ich zu den Preisen gar nicht so viel sagen, weil ich immer denke, ja, UVP ist so eine Orientierung. Man muss ja natürlich nicht die Sachen zum UVP kaufen und kriegt die natürlich dann im Handel auch meistens ein bisschen günstiger. Also wenn ihr wollt, kann ich euch die ganzen Artikelnummern und die dazugehörigen Preise dann auch nochmal hier in die Beschreibung des Videos packen. Aber wie gesagt, hier gibt es richtig viel geboten. Ich blende euch hier im Hintergrund beide Serien nochmal ein. Ihr könnt die Figuren einmal sehen. Also eine richtig schöne Gestaltung und ziemlich, ziemlich Weltklasse, würde ich sagen. Und dann gehen wir zu einem Thema, das wir hier im Podcast noch gar nicht so richtig besprochen haben. Das große Thema aus dem letzten Jahr von Playmobil und zwar Skytrails. Da haben wir 2 neue Sets mitgebracht. Einmal den Ausgangsmechanismus und einmal die Verstärkung. Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, weil die Skytrails können wir separat nochmal in einem ausführlichen Video dann behandeln. So kriegt ihr da ein bisschen mehr Einblick und wisst ein bisschen besser Bescheid. Auch mit dabei sind neue Promo-Packs und zwar gibt es hier Tierpfleger mit Elefant und Flamingos. Dann haben wir hier den Feenausflug mit dabei. Feenausflug aus der Magic Unicorns Reihe, eine richtig bezaubernde Reihe, die wir im Podcast auch schon mal vorgestellt haben. Also die ist wirklich Weltklasse, wie eigentlich aktuell alle Spielreihen, die es bei Playmobil gibt. Wir haben wieder ein bisschen Polizei mitgebracht und zwar die Polizeieinsatztruppe, die ist dabei. Und auch für die Dino-Fans, für die Jurassic Park-Fans haben wir das Dinosaurier-Versteck hier mit im Gepäck. Und weil ich gerade schon Polizeisets angesprochen habe, gibt es natürlich nicht nur das Promopack mit dem Polizeieinsatztruck, sondern es gibt noch weitere Polizeisets. Wir haben hier den Polizisten und den Fahrraddieb. Wir haben den Taucher und den Schatzdieb. Und auch mitgebracht haben wir die Verfolgungsjagd mit Skateboard-Dieb. Sehr, sehr viele Diebe hier in diesem ersten Heft des Jahres. Und es geht auch ein bisschen in die Lüfte, denn wir haben den Polizeihubschrauber auch mitgebracht. Also sehr, sehr viel Vielfalt, sehr, sehr coole Sets. Und sehr, sehr coole Sets gibt es auch im Bereich des Shoppings, denn hier stehen uns 2 Sets zur Verfügung. Einmal die Modedesignerin
zusammen mit ihrem Atelier und auch dabei ist die Modeboutique. Also hier ist es für die Shopping-Freunde auch ein bisschen was geboten. Monster High, eine Welt, von der ich gar keine Ahnung habe, über die ich auch gar nicht viel berichten kann. Die hat hier auch ein paar Produkte mitgebracht. Also in erster Linie sehr, sehr viele Schlüsselanhänger. Also ich blicke da nicht so ganz durch. Verzeiht mir, wenn ich da jetzt nicht den größten Überblick habe und mich dieser Spielwelt gar nicht beschäftige, weil das nicht so in meinem Interessensbereich liegt. Aber wir haben da das Valentinstags-Date, also da geht schon ein bisschen zur Sache. Und dann, wie gesagt, die ganzen Schlüsselanhänger, die sind dabei. Holt mich persönlich gar nicht ab, obwohl man auch wieder sagen muss, die Gestaltung ist cool und die Schlüsselanhänger, die es von Playmobil in der Vergangenheit gab, waren ja eigentlich auch immer Schlüsselanhänger, die schon witzig sind. Ne? Also es sind schon coole Sachen dabei. Dann machen wir weiter mit der Europäischen Weltraumorganisation, mit der ESA, denn es gibt ein bisschen Playmobil-Flashbacks hier an diesem Punkt. Also wir gehen so ein bisschen in die 80er Jahre und haben hier wieder Sets aus dem Weltraum. Finde ich sehr, sehr stark, ist ein großes Highlight. Das zweite große Highlight, über das wir hier sprechen können, es gibt nämlich die Mars-Forschungsrakete. Dann gibt es das robotergestützte Mars-Erkundungsfahrzeug. Und außerdem mit dabei ist der Astronaut mit Roboter und der Astronaut mit Weltraumgleiter. Also sehr, sehr viele coole Sachen. Finde ich cool, dass diese Themenwelt hier ein paar Sets bekommt. Und hier muss man auch wieder sagen, einfach eine geile Gestaltung. Einfach sehr, sehr gut gemacht. Die Raumanzüge sind Weltklasse. Also das passt hier alles sehr, sehr gut zusammen. Und farblich ist das wirklich ein absoluter Hingucker, was auch auf die nächsten Sets zutrifft. Und zwar sind das Sets aus der neuen Princess-Reihe, also nicht mehr Princess Magic, sondern direkt eine neue Spielwelt. Da haben wir mitgebracht den Maskenball im königlichen Pavillon. Dann haben wir mitgebracht das königliche Labyrinth, den Besuch aus dem Osten und auch noch dabei sind die 3 Prinzessinnen. Auch wieder, ja, weiß nicht, was ihr sagt. Also ich habe jetzt mit Prinzessinnen und generell auch Meerjungfrauen und anderen Sachen, die auf den Markt gekommen sind und Feen vielleicht auch, jetzt eigentlich gar nichts zu tun, aber man kommt da nicht drum herum, die Sachen als ziemlich cool gestaltet zu bezeichnen, finde ich. Also das hat alles sehr, sehr viel Hand und Fuß, ist in sich schlüssig und gefällt mir einfach auch sehr, sehr gut. Das muss ich hier mal sagen. Dann geht es weiter mit Motorsport-Action. Wir haben den Pickup-Truck mit dabei, mit sehr, sehr großen Rädern. Wir haben den Buggy mit am Start. Wir haben ein getuntes Auto mit im Gepäck. Wir haben ein Quad auch vertreten und sind auch auf 2 Reifen unterwegs mit dem Motorrad. Also alles wird hier geboten in diesem ersten Teil des Kalenderjahres. Finde die Farben beim Motorrad auch richtig, richtig stark. Also das gefällt mir alles schon sehr, sehr gut. Und weiter geht's direkt mit der Animal and Friends Reihe. Dazu habe ich Post bekommen. Ganz liebe Grüße an Teura Custom. Und zwar hat die mir geschrieben, dass Familie Hund so ein bisschen Problem hatte, so ein bisschen Stress in ihrem Kommentarbereich. Ich habe mir das Video noch nicht angeguckt, weil ich da nicht voreingenommen hier in diese Folge oder in dieses Video gehen wollte. Aber ja, da gibt es einen Punkt, den ich gleich mal nennen kann. Also kommt gleich, wenn der Artikel dann auch vorgestellt wird. Wir fangen aber erstmal einmal an mit dem Kletterpark mit Seilrutsche. Sehr, sehr viel Vielfalt. Sehr, sehr cool gemacht. Dann haben wir das Dschungelabenteuer dabei. Wir haben den Tierpfleger mit Sofazeug und verschiedenen Tieren dabei. Und jetzt hier ist hier ein Punkt, den wir schon mal nennen können, weil der Begriff Zoo wird hier gerade genannt. Und die nächsten Sets, die jetzt kommen, die ja, haben auch ein bisschen was mit dem Zoo zu tun. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen das Problem hier, dass das nicht so ganz zu dem passt, was wir im letzten Jahr so kennengelernt haben mit der Vorstellung der Animal and Friends Reihe, weil da die Tiere und Menschen in Harmonie miteinander leben sollen. Und wenn wir an die Tiervilla denken, dann sehen wir ja auch, dass da Tiere rumspazieren und quasi ganz normal wohnen. Und ich glaube, der Unterschied bei den Sets, die wir hier haben, die ich gleich nochmal vorstellen kann, ist, dass wir einfach einen Tiger haben. Und vielleicht hat sich Playmobil gedacht, ja, okay, vielleicht ist so ein Tiger oder so ein Eisbär, der gleich kommt, jetzt nicht unbedingt
das perfekte Haustier, um das irgendwie, auch in der Fantasiewelt nicht, in der kunterbunten Villa neben sich wohnen zu lassen und dann zusammen mit dem Fernsehen zu gucken. Also das finde ich irgendwie auch verständlich. Also ich glaube, das war so ein bisschen die Kritik auch, die bei Familie Hund in der Kommentarspalte entstanden ist. Also ich finde die Trennung hier schon ganz okay. Finde auch, dass Zoos, auch wenn das ein schwieriges Thema ist, ja auch ihren Sinn haben. Es gibt natürlich genauso viele Pros wie Kontras, aber ja, ist ein heiß diskutiertes Thema. Nichtsdestotrotz zeige ich euch auch die weiteren Sachen, die hier dazugehören. Und zwar haben wir die Polartierzone mit Mädchen- und Tierpfleger. Wir haben exotische Vögel mit Junge- und Tierpfleger, die sind ja auch dabei. Wir haben Tiger- und Zoobesucher. Wir haben den Eisplayer mit Tierpfleger. Und ich habe die Problematik auch schon gesehen, die da irgendwie existierte, als ich das Titelbild gemacht habe für unsere Folge 73. Da geht es in der Spielrunde nochmal um die Playmobil-Neuheiten. Da werden wir die nochmal besprechen und kategorisieren. Und da habe ich auch schon ein Titelbild im Vorfeld gemacht, weil ich vorher das Produktbild auch schon hatte und habe dann den Pfleger, wie ihr hier sehen könnt, mit zum Eisbären gestellt, weil ich das ein bisschen passender fand, auch passender zu den Produkten, die im letzten Jahr auf den Markt gekommen sind. Also das ist natürlich ein Thema, was ein bisschen polarisiert, glaube ich. Wir haben mitgebracht noch den Delfin mit Zoobesucher, Elefantenbaby mit Tierpfleger und das war's auch in dieser Reihe. Dann gibt es pünktlich zu Ostern dann auch ein paar Ostereier. Wir haben da nämlich die Piraten mitgebracht, wir haben den Strandurlaub mitgebracht, wir haben Prinzessinnen mit dabei und auch nochmal den Weltraum. Also hier ist eigentlich alles geboten. Das ist sehr, sehr witzig und ich finde auch cool, dass hier zu Ostern nochmal ein bisschen was gemacht wird. Das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr passend und gefällt mir auch sehr, also sehr, sehr schön. Wir haben dann Fußballsets, die noch kommen werden. Ihr werdet sicherlich von der Bundesliga-Kooperation gehört haben. Zur Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika kommen noch ein paar Sets raus, aber die stelle ich euch nochmal separat in einem Video vor. Also das werde ich noch nachschieben, wenn die dann rauskommen, wenn es soweit ist. Es gibt eine neue Spielwelt, die heißt Fantasy and Magic. Es gibt wieder Unterwassersets, so ähnlich wie bei Princess Magic. Da gab es die auch, aber jetzt haben wir, wie gesagt, eine neue Spielwelt. Die Unterwasserhochzeit ist hier dabei. Muschelhandtasche ist dabei mit Meerjungfrauen. Wir haben die Meerjungfrau mit Orca. Finde ich sehr, sehr stark. Wir haben die Meerjungfrau mit Geschenk, Schildkröte und Seepferdchen. Das Unterwasser-Hochzeitsbankett ist hier mit im Gepäck. Und Meerjungfrau mit Seepferdchen. Also wer hier auf Unterwassergeschichten und Meerjungfrauen steht, der wird hier wirklich nicht enttäuscht. Sehr, sehr coole Sets, schöne Farben, sehr harmonisch, gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt zum absoluten Highlight. Es gibt nämlich die angesprochenen Ritter. Da gibt es die große Burg der Löwenritter und ihr werdet vielleicht schon merken, wenn wir die Sets hier betrachten, dann sind das teilweise Gebäude, die es so ähnlich schon mal gab. Das kommt nachher auch in der Barbie-Reihe, die im Sommer erscheinen wird, die ich jetzt in diesem Video nicht weiter vorstellen werde, weil ich die dann erst vorstelle, wenn die Artikel wirklich alle auf dem Markt sind. Da werden auch teilweise Produkte verwendet, die es einfach schon gab. Die werden leicht modifiziert und dann in neuen Farben, in einer leicht veränderten Gestaltung dann nochmal auf den Markt gebracht. Und ich bin großer Fan davon, wirklich. Ich finde das cool, dass einfach die Sachen ja nicht neu erfunden werden müssen, sondern die werden leicht modifiziert, so wie ich mir das in der Westernwelt immer gewünscht hätte. Also wenn wir zum Beispiel an die Westernhäuser denken, die da in den 90ern, 94 auf den Markt gekommen sind, da hätte ich mir so gewünscht, dass in den Folgejahren einfach diese gleichen Häuser nochmal in einer anderen Farbe, mit einer anderen Aufschrift, mit anderen Fenstern, anderen Türen auf den Markt gekommen wären und dann hätte das für mich komplett gereicht. Also ich finde, Playmobil muss sich da nicht ständig neu erfinden. Die haben sehr, sehr tolle Sachen auf den Markt gebracht und wenn dann die nächsten Kinder in 5 Jahren eben Rittersets haben wollen oder Sets, die mit dem Mittelalter zu tun haben, warum soll man dann nicht irgendwelche vorgefertigten Modelle schon verwenden, die man leicht verändert und in diese Themenwelt integriert? Also so muss es doch sein. Finde ich sehr, sehr perfekt, finde ich sehr vorbildlich und davon bin ich ein sehr, sehr großer Fan. Turm, der Drachenritter, ist hier auch mit im Gepäck. Auch ein Turm, den wir so ähnlich schon mal kennen. Drachenritter und schwarzer Drache. Dann haben wir den Löwenritter mitgebracht und Löwenritter mit Troll und Schatz.
Den Troll kennen wir natürlich auch. Also das sind alles Sachen, die uns ein bisschen bekannt vorkommen, aber ich finde gut, dass Playmobil das macht und finde es einfach nur sinnvoll, alte Elemente nochmal neu zu verwenden. Also das gefällt mir sehr, sehr gut mit dem Zusatz, den ich hier nennen muss. Wenn es dann aber nicht so ist, wie damals bei den 2022er Western-Sets, wo man einfach nur, weiß ich nicht, das Dach leicht verändert hat oder so. Da war die Farbe von den Häusern gleich. Also wir reden hier über den Colorado Springs Bahnhof. Das fand ich ein bisschen schwach. Also Farmhaus war cool. Das fand ich sehr, sehr sinnvoll, dass man das einfach nochmal rausbringt. Aber den Colorado Springs Bahnhof einfach, weiß ich nicht, also mit der gleichen Farbe, den gleichen Fenstern rauszubringen, fand ich so ein bisschen ideenlos und da hätte ich mir ein bisschen Farbvielfalt und Umgestaltung gewünscht. Das ist ja hier jetzt passiert, also finde die Entwicklung da sehr, sehr vorbildlich und wirklich auch sehr, sehr gut. Drachenritter mit Katapult sind hier auch dabei. Anführer der Drachenritter auch mit im Gepäck und nochmal Anführer der Löwenritter. Beritten ist hier auch dabei. Also sehr, sehr viele tolle Sachen einfach. Ich hoffe, hier sind ein paar Elemente dabei, die euch gefallen. Ich finde die Rittersets einfach Weltklasse. Ich verstehe nicht ganz, das ist so mein einziger Kritikpunkt, den ich habe, warum man bei den ganzen Rittersets, wie auch schon in der Novelmore-Reihe, die zweite Generation der Pferde verwendet. Also ich finde das ein bisschen dünn irgendwie. Vielleicht macht man das, weil die Pferde so ein bisschen mittelalterlicher aussehen, so ein bisschen barockmäßiger. Die sind jetzt ein bisschen kompakter und weniger sportlich als die dritte Generation der Pferde. Also vielleicht ist das ein Grund. Das wäre so die einzige Erklärung, die ich hätte. Aber ja, weiß ich nicht. Mag die zweite Generation der Pferde eher nicht so. Daher bin ich da kein großer Fan, bin aber ein Riesenfan von der Entwicklung der Neuheiten hier von Playmobil und könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Set euch hier am besten gefällt und auf welche Spielwelt ihr euch am meisten freut. Also ganz, ganz liebe Grüße, bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.